Oh, hallo. Ich habe gerade dieses wunderschöne Fax bekommen. 122 Seiten, wie man das Neuland erobern möchte. Scheinbar sind uns allerdings irgendwie die Druckerpatronen ausgegangen. Und stellt euch vor, Deutschland wird jetzt digital. Wir machen jetzt Big Data. What? Und wir investieren in Quantencomputer. Hä? Wenn, dann richtig. Das hat sich offenbar die Regierung gedacht. Es ist kein Geheimnis. Deutschland ist digitales Entwicklungsland. Doch es möchte nun zeigen, was es kann, und das gleich richtig. In der Datenstrategie der Bundesregierung, wie es heißt, wird der zukünftige Umgang mit Daten festgehalten, und lasst mich so weit spoilern: Man wirft mit Fachbegriffen wie Edge Computing oder Cloud um sich, hat aber diesmal tatsächlich verstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Und bevor ihr jetzt also mich oder vielleicht die Regierung beschimpfen wollt, in dem Moment möchte ich gerade noch sagen, dass ich nichts mit denen zu tun habe. Schaut euch bitte das gesamte Video an und lest euch eventuell sogar die Strategie durch, denn ich kann natürlich nicht alle 122 Seiten im Detail vorstellen, aber ich kann verstehen, dass diese Unmengen an Maßnahmen, die da vorgestellt werden, eventuell ein kleines bisschen zu viel sind. Zunächst hat die Regierung den Grund erklärt für diese Datenerklärung oder was sie eigentlich vorhaben. Daten sind nämlich heutzutage überall und werden überall verarbeitet und generiert. In Sensornetzen, zum Beispiel in Smart Homes, ja, was viele mittlerweile zu Hause haben. Allein wenn man nur ein Smart TV hat, der produziert auch Daten. Smartphones natürlich und Web, also was man da alles anklickt etc., das spielt alles zusammen. Und in Deutschland ist aktuell nicht wirklich ein Big Player beheimatet, der wirklich nennenswert ist, und Deutschland ist nennenswert allerdings im Wettbewerb zurückgefallen. Klar, denn die rechtlichen Auflagen wie auch die Steuern sind in anderen Ländern deutlich attraktiver und angenehmer und vor allem auch deutlich weniger bürokratisch. Das Problem: Der deutsche Bürger ist für amerikanische Unternehmen super durchschaubar. Auf der anderen Seite bleiben aber diese ganzen Daten in den Händen der Unternehmen, denn die verdienen richtig viel, damit sie euch Werbung zeigen können. Forschungsprojekte, die zum Beispiel einen unglaublichen Nutzen für Medizin und Umwelt hätten, die kann Deutschland nicht mehr wirklich durchführen, weil wir kaum mehr Daten haben. Denn für künstliche Intelligenz und Big Data braucht man, wie der Name schon sagt, Big Data, also viele Daten. Es sollen also mehr Daten für alle zur Verfügung stehen. Das ist quasi der ganze Grund für diese How-to-Daten-Erklärung, die die Bundesregierung rausgegeben hat. Und damit möchte man wieder aufschließen und sowohl in Forschung als auch in Wirtschaft wieder dabei sein. Es dürfte klar sein, dass das einiges mit sich zieht, und das wollen wir uns heute mal ganz kurz angucken. Der Datenschutz. Die DSGVO, schön und gut, aber viele Firmen schreckt das merklich ab, Datenprojekte in Europa zu starten, und ja, es stimmt einfach. Versucht meine Webseite in Deutschland zu hosten, da fliegt euch alles um die Ohren. Und damit meine ich nicht die Entwicklung, sondern ich meine das, was dazugehört, nämlich den Datenschutz. Denn ja, es ist wirklich nicht einfach, so eine Datenschutzerklärung und alles, was dazugehört, sinnvoll aufzubauen. Das ist ein großes Hindernis für Unternehmen. Und will man danach noch eine KI oder irgendein Datenprojekt bauen, dann hat man fast direkt verloren. Denn man muss das alles vorher schon angeben, und teilweise ist der Use Case für den Daten vorher noch nicht komplett bekannt. Und das ist in gewisser Weise eigentlich auch so gewollt und gut so, denn es soll ja eigentlich schwer sein, solche Nutzer, also wie ihr oder mich jetzt, perfekt abzubilden in einem Profil. Das heißt, Hobbys, Interessen, Vorlieben, alles zu vereinen und den Nutzer besser zu kennen, als er sich selbst kennt, um ihm dann Werbung zu geben. Das soll ja schwer sein. Aber dass das trotzdem gemacht wird, dürfte eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Google, Facebook etc., die kennen uns ziemlich gut. Trotzdem: Wir wollen, dass der User nicht gläsern ist, beziehungsweise dass er zumindest die Kontrolle darüber hat, wie gläsern er ist. Und deswegen möchte man in Projekte investieren, die Daten anonymisieren. Das bedeutet wirklich Forschungsinstitute, die sich nur damit beschäftigen, wie man Daten anonymisiert oder so weit verfremdet, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Das heißt, als kleines Beispiel, wenn es in einer Diagnose heißt, Cedric Mössner hat Krebs, was ich zum Glück nicht habe, Gott sei Dank. Aber danach, nach der Anonymisierung, heißt es nur noch Mann Ende 20, Gott, bin ich alt geworden, Ende 20 hat Krebs, und das ist nicht mehr so einfach dann
zurückzuführen auf mich, logischerweise. Trotzdem, das Problem an der Sache ist natürlich, Mann Ende 20 definiert mich nicht komplett. Da müsste man, um diese Diagnose irgendwie im Kontext zu sehen, noch Vorerkrankungen, Lebensumstände etc. nennen, um ein sinnvolles Machine Learning Projekt zu bekommen. Das heißt, nicht jeder Mann Mitte 20 ist jetzt irgendwie anfällig für Krebs, sondern vielleicht liegt es daran, dass ich permanent nur vorm Rechner sitze und 16 Stunden am Tag arbeite oder sowas. All das ist natürlich nicht so einfach wieder zusammenzupacken, denn wenn ich all diese Informationen zusammenpacke, dann kann man es halt irgendwann wieder auf mich als Person zurückführen und damit bin ich wieder identifizierbar. Und das soll natürlich auf gar keinen Fall möglich sein, sobald die Daten für irgendwas anderes genutzt werden als für meine direkte medizinische Versorgung. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, um meinen Krebs, den ich zum Glück nicht habe, zu Medizin dagegen zu bekommen, dann ist es okay, wenn da steht, dass ich den Krebs habe. Aber wenn es Forschungszwecke sind, darf keine KI den gesamten Datensatz sehen. Es darf nur anonymisiert in unsere Hände kommen. Und das ist sinnvoll, aber nicht so einfach umzusetzen. Und es wird gemacht mit Datentreuhändern. Die sollen eure Daten speichern, verwahren, aggregieren, quasi alle Daten zusammen. Das hört sich jetzt erstmal wie so ein übermächtiges Konstrukt an und so wurde es tatsächlich auch ein bisschen dargestellt. Das heißt, die erstellen dann zum Beispiel Statistiken, Datensätze, mit denen man Machine Learning und KI-Projekte machen kann, aber eben genau so, dass man am Ende das Individuum nicht mehr rauslesen kann. Und mit diesen Datensätzen soll dann eben Machine Learning etc. gemacht werden. Die sollen natürlich dann, also diese Datentreuhänder, sollen extrem gut überprüft werden und es muss quasi gigantisches Vertrauen ihnen gegenüber herrschen, was natürlich nur schwer machbar ist. Deswegen, und jetzt haltet euch fest, hat unsere Regierung gesagt, hier wäre es gut, wenn man einen Ansatz, der auf Open Source, also wo quasi jeder den Source Code sehen kann, basiert und dadurch das Ganze für die Öffentlichkeit auch zugänglich macht. Denn es gibt solche kleinen Nerds wie mich, die dann da tatsächlich mal reingucken und mal gucken, was da so wirklich gemacht wird. Zusätzlich möchte man auf Open Data setzen und das ist vor allem für die privaten oder auch die anderen Forscher in der KI relativ wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein KI-Projekt machen wollen würde, dann fällt es mir sehr schwer an Daten zu kommen, weil ich natürlich nicht einfach die Daten von YouTube oder so bekomme, sondern ich kriege nur einen sehr kleinen Teil davon. Und mit dem Open Data Ansatz, das heißt die Datensätze, die gebaut werden von der Regierung, die wären dann tatsächlich für jeden zugänglich. Das heißt, jeder kann an medizinischen Daten zum Beispiel forschen. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Zusätzlich soll es zum Datenaustausch kommen und das ist genau unser nächster Punkt. Unternehmen, Forschung, Staat und Individuum sollen zusammenarbeiten. Es soll alles Hand in Hand gehen, wir sollen uns alle lieb haben und am allerliebsten hätte eigentlich die Regierung, so sieht es zumindest in dem Entwurf aus, dass alle Daten öffentlich werden und so jeder sozusagen die Daten nehmen kann und für sich forschen kann. Und am Ende kann natürlich, wenn ich jetzt eine 90%ige Erkennung für irgendeine Krankheit habe und jemand anders hat eine 95%ige, dann können wir voneinander abgucken und gemeinsam schaffen wir vielleicht 98%. Wir können dann sozusagen kooperieren. Das ist das, was stark gefördert werden soll. Damit kann natürlich die Forschung am meisten anfangen, denn mit mehr Daten kann man am Ende natürlich auch mehr Projekte machen. Aber es soll natürlich auch wirtschaftlich bergauf gehen, weil man merkt, dass Deutschland digital ein bisschen zurückgeblieben ist, auch was die Wirtschaft angeht. Es soll nämlich auch Wettbewerbsgleichheit herrschen. Denn aktuell kann niemand mit großen Playern wie Google oder Facebook etc. mithalten, weil ganz einfach niemand diese gigantische Menge an Daten sammeln kann, die Google oder Facebook über die Jahre eben akquiriert haben. Also es ist einfach viel zu viel geworden, was die haben. Das heißt, niemand kann mehr aufholen, weil niemand so eine große Nutzerbasis hat, weil niemand so viele Daten hat. Das ist quasi ein Endloskampf und damit sind diese Unternehmen aktuell gerade quasi konkurrenzlos und somit quasi Monopole. Das ist natürlich eigentlich nicht gewollt, denn wir haben eine freie Marktwirtschaft und man muss auch Wettbewerbsgleichheit ungefähr durchsetzen, gesetzlich sogar. Deswegen möchte man jetzt hier tatsächlich sie dazu zwingen, Teile ihrer Daten zu veröffentlichen. Also natürlich, wenn bestimmte Bedingungen überprüft sind und das wurde hier nicht ganz definiert, was jetzt die Bedingungen sind und wie das genau vonstatten gehen soll. Auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwie unfair, wenn ich jetzt Google dazu zwinge, all seine Daten offen zu legen, weil auf der anderen Seite das Ganze natürlich
irgendwie ihr Kapital ist. Google handelt mit Daten, das ist kein Geheimnis und das ist sozusagen das, was bei dem Unternehmen Google wirklich wertvoll ist. Das heißt, man kann einem Unternehmen nicht quasi seinen Standfuß, sein Standbein nehmen, weil ansonsten ist es nicht mehr wertvoll. YouTube zum Beispiel macht die meiste Zeit fast Verlust, beziehungsweise ist gerade so an den schwarzen Zahlen dran. Und jetzt gibt YouTube aber natürlich Google sehr viele Daten und mit diesen Daten können neue Produkte, neue Ideen entwickelt werden, um vielleicht neue Kunden zu gewinnen, um dann tatsächlich Geld einzunehmen. Und so lohnt sich das Ganze dann erst wieder. Nimmt man jetzt allerdings YouTube die Daten oder Google generell die Daten, dann rentiert sich YouTube zum Beispiel gar nicht mehr. Und das müsste man dann als Staat sozusagen refinanzieren. Man müsste sozusagen YouTube dafür finanzieren, dass es die Daten abgeben muss. Was natürlich möglich, aber teuer ist. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch die Kooperation von allen fördern, also wie ich schon gesagt habe eingehend. Und zwar, dass die Unternehmen auch wirklich einen Grund haben, generell zusammenzuarbeiten und überhaupt hier auch in Deutschland ansässig zu sein. Also diese ganzen Daten einfach nur zu akquirieren und rauszunehmen, das ist natürlich von Unternehmen erstmal unattraktiv, aber wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel dann auch die Daten von anderen bekommt und dann Kooperationen eingehen kann, dann wird es wieder interessanter, weil dann kann man ja Geld aus dem Nichts sozusagen machen. Das heißt, man möchte so die Unternehmen wieder in Deutschland bzw. in der EU beheimaten. Deswegen möchte man Datenräume schaffen und hier kommen wir zum neuen großen Punkt. In Datenräumen sollen Daten gesammelt werden, also gesammelt bereitgestellt werden auch. Das heißt, dass diese gemeinsame Forschung und eben auch ein gemeinsamer wirtschaftlicher Vorteil innerhalb der Unternehmen, innerhalb der europäischen Wirtschaftszone quasi entsteht. Beispielsweise soll das Gesundheitswesen digitalisiert werden, also alles, wie schon gesagt, zum Beispiel Cedric Mössner hat Krebs, was ich wie gesagt zum Glück nicht habe, soll dann da reingepackt werden. Und dann eben anonymisiert werden und eine Datengrundlage schaffen für zum Beispiel Medizinforschung und so weiter und so fort. Das soll unter anderem auch mit der elektronischen Patientenakte passieren. Außerdem, und jetzt haltet euch fest, das ist jetzt kein Scherz, das ist ein Zitat, Deutschland möchte, ich zitiere, Vorreiter im autonomen Fahren und beim Mobilitätswandel werden. Das ist kein Witz. Deswegen soll das Mobilfunknetz ausgeweitet und modernisiert werden, also sozusagen 5G überall. Und ja, das braucht man, wenn man jetzt autonomes Fahren haben möchte. Es sollen sogar, auch kein Witz, ich zitiere das Ganze hier, Projekte für Drohnen und Flugtaxis gefördert werden. All das durch die Zusammenarbeit und Förderung von Projekten, Unternehmen und Startups. Eigentlich erstmal recht interessant. Zusätzlich geht es natürlich auch in die Regulierung von Unternehmen. Das heißt, wenn man Daten hat, ja, dann kann man auch die Zuschauer, die Nutzer, die Leute manipulieren. Unternehmen sollen deswegen auch stärker reguliert werden, denn, und das ist hier besonders wichtig, es kommt bei jedem Big Data Projekt immer auf den ethischen Wert hinten dran an. Ist ähnlich wie bei Security, man kann viel Unfug damit treiben, man kann Leute diskriminieren und so weiter und so fort. Man kann aber auch wirklich Gutes damit schaffen. Das heißt ganz konkret, Dark Patterns sollen eventuell stark eingeschränkt oder sogar verboten werden. Beispiel für ein Dark Pattern. Jeder kennt zum Beispiel dieses Cookie-Banner, das alle akzeptieren, direkt anzeigt und farblich sogar so hervorhebt, dass es psychologisch einfach so ist, dass wir unbedingt draufklicken wollen. Alle ablehnen auf der anderen Seite, wird versteckt und man muss mehrfach bestätigen und ja, man klickt eigentlich sehr, sehr ungern drauf. Das ist ein Dark Pattern. Auch das bewusste Fesseln an eine Plattform soll eventuell unterbunden werden, da das tatsächlich physische oder psychische Abhängigkeiten fördert, also sowas wie YouTube-Sucht oder Instagram-Sucht oder TikTok-Sucht. Das kann durch Dark Patterns gefördert werden, die natürlich mit KI entwickelt werden, diese Dark Patterns. Und diese Dark Patterns möchte man verbieten. Und was ich jetzt faszinierend finde, selbst Wahlmanipulation und Deepfakes wurden in dem Text angesprochen und man möchte aktiv dagegen vorgehen, denn hier wieder ein Zitat, der Staat sieht es als seine Aufgabe an. Dazu, und hier kommen wir zum nächsten Punkt, muss natürlich für Bildung gesorgt werden. Das heißt, die Leute müssen quasi alle mehr gefördert werden und man muss verstehen, was da eigentlich abgeht.
Deswegen sollen unter anderem Nutzer an die Hand genommen werden und es soll mehr Bildungsangebot in diese Richtung geben. Schulen sollen den Umgang mit Daten in den Lehrplan aufnehmen, es sollen zivile Fördermaßnahmen angeboten werden und was mich am meisten fasziniert hierbei, der Staat hat quasi zugegeben, dass die Behörden zum Großteil überhaupt keine Ahnung von Daten etc. haben. Das heißt Daten-Knowledge, was damit alles möglich ist. Deswegen soll nun in jeder Behörde ein Data Scientist bzw. ein Chief Data Scientist angestellt werden. Und zudem gibt es schon massig Bildungsprogramme für dieses Jahr, für 2021, für die Behörden, damit die quasi lernen, mit Daten sinnvoller umzugehen. Außerdem soll das gesamte Behördensystem modernisiert werden. Das bedeutet, es soll vor allem natürlich erstmal digitalisiert werden und das ist natürlich eine absolut überfällige Änderung, wenn ihr mich fragt. Dadurch soll alles deutlich schneller gehen, effizienter sein, einfacher sein und natürlich auch auf kurz oder lang wieder günstiger werden, weil man eben nicht mehr so viel rein investieren muss, weil eben der Verwaltungsaufwand von Hand wegfällt, zumindest zum Teil. Es soll auch ein Datencockpit geben, so haben sie es genannt, wo man seine ganzen Daten dann anschauen kann. Und ja, es soll auch zusätzliche Investitionen in neue Technologien geben. Und hier kommen wir zum nächsten großen Punkt. Man möchte in Super- und Quantenrechner investieren. Das ist krass, oder? Denn ja, nur damit lassen sich wirklich richtig große Big Data Projekte realisieren. Es gibt Machine Learning auf Quantencomputern und ja, es ist sehr komplex, aber auch wirklich faszinierend und hat sehr großes Potenzial. Und natürlich Supercomputer braucht man, weil man nur damit wirklich große Big Data Projekte realisieren kann. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt mir das gerne, dann mache ich natürlich dazu auch ein Video. Es werden also deswegen jetzt 3 neue Institute erschaffen, also wirklich neu aus dem Boden gestampft, um Deutschland, und ich zitiere hier wieder, an die Weltspitze zu bringen. Man muss dazu sagen, Deutschland hat tatsächlich auch einige der stärksten Rechenzentren weltweit. Das ist faszinierend und ja, wir sind da relativ weit vorne. Auch wenn es viele nicht wissen. Man möchte zudem an neuromorphen Chips forschen und zusätzlich CPUs und GPUs verbessern durch Forschung. Und das heißt, sowas wie eine Forschung für Grafikkarten bei uns einrichten. Faszinierend. High-Performance-Rechenzentren wie das Gauss Center for Supercomputing werden ausgebaut und bekommen natürlich mehr von allem. Gut. Jetzt natürlich ein wenig meine Meinung. Das Ganze war jetzt erstmal so die Zusammenfassung. Was ist eigentlich dieser Gesetzesentwurf? Und das liest sich alles erstmal wirklich verdammt gut. Deutschland endlich an der Spitze der Forschung, endlich auch wieder moderne Projekte. Es ist allerhöchste Zeit, bürokratielos zu werden, effizienter zu werden und natürlich digital zu werden. Big Data ist wahrscheinlich eine der Technologien, die unsere Zukunft stark shapen wird, also formen wird. Und ich meine, come on, wer will bitte keinen Haushaltsroboter, der alles für euch erledigt? Das ist schon geil. Big Data ist heute schon enorm wichtig. Viele medizinische Diagnosen, Hilfen etc. sind nur dank Big Data eigentlich überhaupt möglich. Und hier und in anderen Bereichen der Forschung neue Möglichkeiten zu bieten, ist absolut gut und sehr wichtig. Auf der anderen Seite sehe ich leider auch sehr viele Punkte, wie das alles absolut nach hinten losgehen kann. Denn viele Projekte bieten eine große Angriffsfläche. Das bedeutet konkret, überlegt euch mal, wenn auch nur einer dieser Datentreuhänder, die alle Daten akquirieren und dann wieder weiter verteilen, wenn der gehackt wird. Heutzutage ist fast alles angreifbar und in Zeiten von staatlich organisierten Hackergruppen ist es ein bisschen naiv zu denken, dass nur weil man ein Ziel hat, das gemeinnützig ist, dass das dann nicht angegriffen wird. Im Gegenteil, gerade solche Ziele sind ja besonders attraktiv, weil eben so ein großes Risiko herrscht. Überhaupt, im Proposal der Regierung wird daher tatsächlich auch von solchen Dingen wie Blockchain und IT-Sicherheit natürlich gesprochen. Es ist schön, dass man daran gedacht hat, aber ja, es bleibt tatsächlich im Detail zu schauen, wie jedes dieser Projekte umgesetzt wird. Denn Details zu den ganzen Projekten findet man leider nicht wirklich. Es ist nicht wirklich konkret geworden, das Proposal. Am Ende stehen natürlich sehr viele verschiedene Projekte dabei, die dann auch tatsächlich schon teilweise angelaufen sind. Aber was genau die machen und wie sie genau funktionieren, das steht dann natürlich nicht dabei, sonst wäre das Ding wahrscheinlich nochmal deutlich länger geworden. Außerdem bleibt natürlich noch immer die Gefahr, dass wir hier ein zweites China bauen, dass wir quasi die Überwachung hier etablieren und das will natürlich eigentlich auch keiner.
Sich das Vertrauen also zu verdienen ist nicht leicht und hier hilft natürlich nur gute und starke Transparenz. Man muss aber sagen, insgesamt, es wurde im Proposal an sehr viel gedacht und der Richtungswechsel ist eigentlich wirklich angenehm. Man geht in die richtige Richtung. Wenn man da ähnlich rangeht, zum Beispiel wie an die Corona-Warn-App, dann sehe ich hier wirklich Potenzial. Denn die war datenschutztechnisch wirklich eine gute Sache. Bleiben natürlich noch die Kosten. Die Corona-Warn-App war jetzt nicht gerade billig und die Kosten werden sich für all diese Maßnahmen wirklich gewaschen haben. Also die sind astronomisch hoch. Auf kurz oder lang sollte sich das aber natürlich lohnen, denn wenn viele Unternehmen in Deutschland ansässig sind, dann gibt es auch mehr Steuern und wenn viel Forschung gemacht wird, gibt es auch neue Neuerungen eben, Neues, was man eben auch vermarkten kann und Neues, was uns als Menschheit eventuell viel bringt. Vieles davon ist nämlich für unser Gemeinwohl, etwa Umwelt- oder Medizinforschung. Ich meine, wer will nicht eine Heilung gegen zum Beispiel Lungenkrebs oder sowas haben? Das ist schon wichtig. Und hier kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Es ist natürlich immer die Frage, wann genau? Denn sagen wir einfach mal, es könnte noch dauern, wenn ich mir so ansehe, was da alles gemacht werden möchte. Denn nur einige Maßnahmen sind bisher überhaupt aktiv und im Gang. Aber hey, ich meine, besser als nichts, oder? Ich bleibe natürlich für euch dran und berichte für euch. Für diese Zwecke gibt es natürlich auch unten den Abo-Button, ja, den ihr gerne mal betätigen dürft und genauso bitte die Glocke nicht vergessen, damit ihr eben benachrichtigt werdet über neue Videos. Und ja, gönnt euch und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.